Rollgangsmotoren werden üblicherweise in der Stahlindustrie beim Transport vom Walzwerkstoff in die Walzen verwendet und sind daher sehr hohen Belastungen ausgesetzt. Das heißt reversierende Belastung, hohe Temperaturen, Wasserdämpfe, Öl, schlechte Belüftung, Verdreckung. Das sind alles Umweltbedingungen, mit denen unsere Rollgangsmotoren jeden Tag auskommen. Bei unseren Rollgangsmotoren gibt es zwei grundsätzliche Ausführungen. Einmal die geschweißte Variante, die bei größeren Baugrößen als auch bei Sonderabmessungen verwendet wird, oder das Gussgehäuse, das dann mit einem Stahlflansch, wenn die Abmessungen besonders sind, oder mit einem Standard-Gussflansch kombiniert werden kann, je nach Anforderung des Kunden. Diese Rollgangsmotoren werden üblicherweise für den Antrieb von Rollgängen im Stahlwerk verwendet. Diese Baugröße meistens im Direktantrieb. Dieser sehen Sie hier mit einem Sonderflansch vorgerüstet für Getriebeanbau. Beides sind übliche Anwendungen im Stahlbereich. Wir fertigen Rollgangsmotoren üblicherweise der Baugrößen 112 bis Achshöhe 400. Da gibt es ganz viele verschiedene Ausführungen, je nachdem im Guss- oder Schweißstahlgehäuse für die jeweilige Anwendung.